Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind genau da, wo wir letzte Woche aufgehört haben und dachten, wir haben in dieser ersten Wildcamp 4x4 Nacht ein bisschen Regen und ein bisschen Wind, sodass wir so ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie es ist im Dachzelt mit schlechtem Wetter. Das blitzt so krass. Aber wir sind gerade komplett umzingelt von Gewitter und Blitzen. Jetzt fängt es auch an zu regnen gerade. Wir haben auch jegliche Wetter-App gecheckt. Und es war nichts angesagt und auch immer noch nicht. Aber jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Okay, wir packen schnell zusammen und melden uns gleich wieder. Scheiße. Die doch immer. Das haben wir nachher ganz Strom an. Alles nass. Alles nass. Aber alles eingeräumt. Und eigentlich hatten wir die Markise draußen schon alles festgezurrt, falls es winden sollte, aber wenn es ein bisschen regnet, dass wir wenigstens da drunter stehen können. Es hat aber so doll gewindet, oder beziehungsweise haben wir die Gewitter gesehen und haben dann schon mal die Stangen und das weil wir die Markise abbauen wollten. Und dann hat es natürlich direkt angefangen zu winden. Und das mussten wir jetzt im Regen und im Wind abbauen. Regnen tut's nicht mehr. Das gibt's ja wohl nicht. Wir sind komplett nass. Also, Freunde. Gekauft. 99 Cent. Das ist unser Leben jetzt. Und ich finde es schon irgendwie komischerweise nicht. Du? Ja. Wir saßen jetzt knapp eine Stunde im Auto. Das Dachzelt tropft wie verrückt, wie man es vielleicht hören kann. Ja, das ist Psychoterror. Es regnet immer noch, aber es ist kein Gewitter und kein Wind mehr. Ja, das heißt, wir können ins Dachzelt. Das heißt, wir können hoffentlich ins Dachzelt, weil so langsam wird es hier unten auch kalt. Wir sind auch ein bisschen nass. Ich aus den nassen Klamotten raus. Tschüss. Wir sind zum Glück an unsere Kulturbeutel rangekommen. Deswegen putzen wir jetzt erstmal Zähne. Ja, und dann versuchen wir uns einfach irgendwie fertig zu machen und versuchen halbwegs trocken hoch ins Zelt zu kommen. Hoffen, dass es da halbwegs trocken geblieben ist. Ich hoffe, ich habe alles zugemacht. Bin mir ziemlich sicher, dass alles Ziemlich sicher ist gut. Also, wir sehen uns morgen und dann werden wir berichten. halt nichts mehr passiert. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ganz okay geschlafen. Besser als erwartet. Tatsächlich hat es dann in der Nacht, zumindest haben wir es nicht mitbekommen, nicht mehr geregnet. Zelt und alles ist trotzdem nass. Es war also eine Herausforderung. Das Zelt von innen klamm nass, von außen nass, sich selbst nicht überall immer nass zu machen. Das klingt komisch, aber tatsächlich war das eine Herausforderung. Wir haben es aber geschafft. Und glauben, es wird ein sehr kalter Tag. Wind ist vorhergesagt, kein Regen. Wir haben jetzt trotzdem mal die Markise
wieder aufgebaut, falls doch, dass wir einen Unterstand haben. Sitzen das jetzt hier aus, hoffen, dass alles über den Tag ein bisschen trocken wird, vor allem auch das Zelt von innen. Und ja, gucken wir mal, wie wir den Tag rumkriegen. Wahrscheinlich mit Arbeiten und versuchen, ohne dass unsere Finger einfrieren. Keine Ahnung, ob das trocken ist, aber es wirkt ganz okay. Mal sehen, ob es geht. Zwiebellook. Wir haben uns gerade Kaffee gemacht und Basti war schon kurz davor, das Feuer wieder zu starten. Haben wir eine Nachricht bekommen von einem lieben Follower bei Instagram von uns, den wir auch auf der AWF tatsächlich persönlich kennengelernt haben. Und der stand exakt 3-4 Tage vor uns hier auf diesem Platz. Das hat er anhand unserer Instagram-Story erkannt, die wir gestern Abend gepostet haben. Und meinte, dass er hier stand für 2 Tage und dann irgendwie eine richtig unschöne Begegnung mit 2 Männern hatte. Und das macht uns jetzt auch irgendwie ein bisschen ein unwohles Gefühl hier, weil wir natürlich nicht einfach die Türen zumachen können und wegfahren. Deswegen ja, trinken wir jetzt den Kaffee fertig, essen noch ein Stück Brot und versuchen dann so schnell es geht. Aktuell brauchen wir noch so 45 Minuten zusammenzupacken und dann doch diesen schönen Platz zu verlassen und nicht das Wetter hier auszusitzen. Weit können wir nicht fahren, weil an der Küste gibt es bis zu über 90 km/h Windböen und in der Höhe gibt es Schnee. Eigentlich sind wir schon so am Sweet Spot, den wir uns ausgesucht haben. Ja. Bis auf das Gewitter gestern. Deswegen ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch einen anderen Spot finden und schlagen da dann das Camp auf. Aber wir haben immer gesagt, wenn man irgendwie ein doofes Gefühl hat, doofes Bauchgefühl und jetzt dadurch, dass wir es wissen, dass es gerade erst passiert ist vor 2 Tagen, Guckt haben wir man immer ja gesagt, ständig. ja genau, man guckt jetzt die ganze Zeit und wir haben dann gesagt, wenn das Bauchgefühl ein bisschen blöd ist, dann fahren wir weiter. So handhaben wir das auch immer noch. Danke, lieber Max, für die Nachricht. Ja. Hilft uns auf jeden Fall sehr, ist immer gut sowas. So eine. Eigentlich bin ich halbwegs froh, dass wir es gestern Abend noch nicht wussten. ja, das stimmt auch. Ja. Bei dem Wetter, aber ja. Also gucken wir nochmal nach einem anderen Spot. Läuft! Gehört auch dazu. Wildcampen, haben sie gesagt. Safety first, Svenja. Ja. Safety first. Mein Schuh. Ist ja so ein schöner Platz gewesen. Aber nützt ja nichts. Jetzt ist alles zusammengebaut, zusammengepackt. Jetzt gucken wir, dass wir einen neuen Spot finden. Fühlt sich irgendwie an wie so eine Flucht. Aber wie es Basti schon gesagt hat, wir handhaben es wie die letzten Jahre auch immer im Van. Wenn man sich nicht wohlfühlt, fahren wir weiter. Möge der Platz auch noch so schön sein. Und vielleicht finden wir ja noch einen viel schöneren.
Die ersten Meter hier sind ganz schön holprig, weshalb Peppi und ich die zu Fuß gehen. Und Basti darf seinen Spaß haben im Jimny. Da strahlt jemand. Ja, das macht Spaß. So, und Bodenwäsche war gleich auch inklusive. Ganz schön warm jetzt auch. Ja. Zu warm angezogen. Ja, wir haben nicht mal irgendwas Heizungsmäßiges an. Das macht das Ganze doch ein bisschen erträglicher. So, jetzt ein neuer Spot suchen. Stimmt, da war ja was. Ich hab da was im Rücken. Wir sind an einem neuen Spot angekommen, wieder einem Flussbett und ein bisschen mehr in die Berge rein. Wir hatten gehofft, dass, weil es im Tal ist, dass es ein bisschen windstiller ist und wir nicht den kompletten Wind abbekommen. Es geht eigentlich auch. Wir beobachten die Entwicklung jetzt ein bisschen, lassen das Dachzelt mal noch zusammengebaut, essen jetzt aber was und arbeiten schon mal ein bisschen was und gucken einfach, wie sich das hier entwickelt. Und wenn wir uns später noch wohlfühlen, dann schlagen wir das Zelt auch auf und verbringen hier eine Nacht. Und alle denken, die arme Peppi, die muss immer jetzt in der Box sein und so. Sie ist einfach am liebsten in ihrer Box. Was sollen wir machen? Wir hatten sie hier mit draußen, wir haben hier schon eine Runde gedreht. Sie kann hier mit uns am Van sein, aber sie chillt einfach am liebsten in ihrer Box, in ihrem Schlafsack. Mausebier. Wir haben unser Arbeitssetup aufgebaut und ich war gerade mit Peppi eine Runde und da kommt doch tatsächlich die Sonne raus. Sprich, wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier zu bleiben. Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen und werden jetzt auf jeden Fall das Zelt aufbauen, ein bisschen was arbeiten und dann
ja, bleiben wir hier für eine Nacht. Für eine Nacht ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig süßer Spot. Oben geht zwar die Landstraße entlang, aber wir sind ein bisschen verdeckt von den Bäumen. Das ist im Sommer natürlich auch nochmal ein bisschen cooler, wenn die Bäume dann auch tatsächlich grün sind und tatsächlich ein bisschen Privatsphäre gönnen. Und ja, gute Alternative zum alten Spot. Auch wenn ich mich irgendwie darauf eingestellt hatte, dass wir da eine Nacht länger stehen und wir nicht so viel auf- und abbauen und fahren müssen. Naja. Einen wunderschönen guten Morgen. Das war eine der kältesten Nächte, die wir bisher hatten. Könnte vielleicht an den minimalen Höhenmeter liegen, die wir gemacht haben. Von der Ebene jetzt hier so in die Toskana-Hügel. Und ja, dass generell einfach die Temperaturen nochmal gefallen sind. Es war ja ein richtiges Schneechaos, auch in der Schweiz und in Deutschland und überall. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir hier nur kältere Temperaturen hatten. 12 Watt Solarinput. Yay! Das heißt, die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt so langsam raus, sie kämpft sich durch. Ab heute soll Sonne angesagt sein und wir machen so lange das Beste draus. Erstmal ein warmes Getränk. Unsere Geräte spielen natürlich auch alle verrückt. Deswegen gibt es auch meistens keinen Shot oben aus dem Zelt, weil wir die Kamera nicht mit hochnehmen können wegen der Feuchtigkeit und der Kälte und unsere Handys eigentlich auch so kalt sind, dass morgens noch gar nichts funktioniert. Die Drohne ist gerade fast abgestürzt. Ja, Die hat genau 4 Sekunden geschafft. Auch sowohl für uns als für die Technik wären ein paar Grad mehr bald nicht schlecht. Happy arbeitet am Feuerholz. Sehr gut. Ja, es ist so kalt, wie ich aussehe, liebe Leute. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist eiskalt. Obwohl die Sonne rausgekommen ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir doch noch ein Stück weiterziehen, weil die Nacht hier doch sehr kalt war und an der Küste sollte der Sturm jetzt nachgelassen haben. Deswegen fahren wir jetzt Richtung Küste. Da sind die Tage und Nächte etwas wärmer, angenehmer. Und ja, deswegen packen wir schon wieder zusammen und fahren weiter, um dann da wieder aufzubauen. Der Rhythmus in der ersten Woche, wo wir nur alle 2 Nächte den Platz gewechselt haben, hat mir deutlich besser gefallen. Aber ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen.
mal weiter? Aha. Scheint ein guter Spot gewesen zu sein, ha? Warmer, schwarzer Sand. So, das Peppy-Stinktier wäre ausgepowert. Hat sich wieder auf ihren Platz gelegt. Es wird ihr hier wohl gefallen. Aber wir fahren jetzt noch 1-2 Kilometer. Komm, Pips! Und los geht's. Alle drin. Jetzt müssen wir nur noch hochkommen. Den Berg hoch. Easy peasy. Hoffentlich. Ich glaube schon. Runter war easy peasy. Eine krasse Strecke, die wir hier gerade fahren. Strada Panoramica. Das ist sie auf jeden Fall. Ziemlich kurvig, ziemlich serpentinhaft. Wunderschön. Damit haben wir aber irgendwie nicht so richtig gerechnet. Wir haben die Strecke, die weiter folgt, noch nicht auf den Karten angeguckt, dass die so serpentinig ist. Wir haben 18 Liter Wasser an Bord und damit kommen wir so 3 Tage? Ja. 2-3 Tage. Und das heißt, immer wenn wir die Chance haben, füllen wir auf. Ups, wo ist das? Das coolste Polizeiauto, das es gibt. Der kann uns gerne mal anhalten. Heute sind wir sehr froh und dankbar über unser sehr kleines Auto. Gerade für diese Straßen ist der Jimny wie gemacht. Die haben die Häuser hier aber auch gut in die Felswände reingezimmert. Wir haben uns schon gefragt, wie sich dieser Dörfer-Häuserbau wohl so entwickelt hat. Gleich haben wir es geschafft und sind am Meer, am Mittelmeer. Und dann wird es hoffentlich wärmer. Das war eigentlich das einzige Ziel, oder? Und wenn wir es heute noch schaffen, dann gibt es noch richtig leckere Pasta, die wir von meinem Bruder und Freundin empfohlen bekommen haben. Und darauf freuen wir uns schon sehr, weil es scheint auch die Sonne, sprich es gibt Sonnenuntergang, sprich es gibt Pasta und Sonnenuntergang.
Da ist das Meer! Zwischen den Häusern kann man es manchmal schon durchblitzen sehen. Das ist abgefahren, wie die Küste hier bebaut ist. Also nicht nur in den Bergen ist es so, sondern auch hier an der Küste. Überall, wo man hinblickt, sind Villen an den Hängen hochgebaut. Mal gucken, wie wir uns hier irgendwie zurechtfinden. Was eine Fahrt! Wir sind in Camogli angekommen und parken jetzt hier unten direkt in der kleinen, süßen Innenstadt, fast vorne, ein paar Schritte von der Promenade vom Meer entfernt. Und eigentlich dachten wir müssen hier horrende Parkgebühren bezahlen, aber bis zum 31. März ist hier Nebensaison und dann darf man von montags bis freitags kostenlos parken. Katsching! Und von dem gesparten Geld, kaufen wir uns jetzt Nudeln. Aber jetzt vertreten wir uns erstmal ein bisschen die Beine, oder? Unbedingt. Zieht dich gar nicht. Macht nichts und hört mich. Ja. Los goes. Los goes. Happy will auch raus. Ja. Na du kleine Maus, gell? Hi. Ist gut durchgehalten. Ist so witzig, die Hälfte der Fassaden, die sind nur angemalt. Wann habe ich das Mittelmeer vermisst? Das Mittelmeer oder das Meer? Das Meer insgesamt. Aber hier ist schon echt sehr schön. Ob sich Svenny zu warm angezogen hat? Ja, der Schatten am Auto war gerade sehr trügerisch. Ich habe Merino, Fleece und Jacke an. Und eigentlich hatte ich noch die Mütze auf. Und Wintersocken habe ich auch noch an. Heiße Füße, heißer Körper. Wie viel Grad haben wir so? Gefühlt haben wir gerade 35 Grad. Ist so warm, Leute. Ich habe auch eher Lust auf ein kaltes Getränk statt warme Nudeln. Svenny ist angezogen wie in Island. Buon appetito. Ciao. Gab nur Gnocchi. Über das kostenlose Parken haben wir uns auch gefreut. Jetzt ist natürlich hier auch an der Promenade Nebensaison, sprich es gibt ein kleineres Angebot und es gab nur noch Gnocchi, oder beziehungsweise es gibt an einzelnen Tagen nur einzelne Sorten Nudeln und heute waren es Gnocchi. Also mit Artischockensoße. Nicht so meins. Das ist nicht so happy. Ich finde es ganz geil, muss ich sagen. So, wir haben aufgegessen. War jetzt nicht ganz so der Knaller, wie wir gehofft hatten, aber ist schon okay. Wir sind satt, passt schon. Wir holen uns jetzt noch ein Eis und dann ist das alles vergessen. Wer hätte gedacht aber, dass wir heute noch so ein Wetter bekommen. Megamäßig. Wahrscheinlich gleich noch ein Top-Sonnenuntergang am Meer. Wahrscheinlich sind wir dann aber schon wieder im Auto. Egal. Das Emoji der Woche ist ein Blitz oder ein Gewitter. Denn damit ging es los und deswegen haben wir auch mit so einem Wetter gar nicht mehr gerechnet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Abonniert mal den Kanal. Wie heißt das? Kanal. Und haut einen Support jetzt in die Kommentare. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche
wenn ihr mit dabei seid, wenn wir zusammen das Dolce Vita genießen und uns hier weiter hoffentlich in wärmeren Gefilden und vor allen Dingen wärmeren Nächten entlanghangeln. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Danke. Ende.